Hallo Leute, frohes neues Jahr erstmal an alle und ja, wie ihr seht, ich bin dann doch nicht an der Düsenbürste. Ich bin am Extrudieren und zwar bin ich jetzt eine spezielle Farbe am Extrudieren und zwar für das eiskalte Händchen von Wednesday. Weil ich hatte ja eine fast hautähnliche Farbe und die habe ich jetzt noch so aufgemischt, dass sie halt fast hautfarben wird. Kommt jetzt auf dem Video nicht ganz so gut rüber, aber in echt ist es fast hautfarben. Wenn man die Hand drunter legt, fällt es gar nicht mehr groß auf. Das heißt, man braucht auch nicht mehr so viel Lackieren hinterher und dann sollte das Ganze auch ohne Probleme dann funktionieren und vor allen Dingen auch schnell lackierbar sein, ohne dass da viele Probleme auftreten. Ja, wie ihr seht, ich musste hier ein bisschen tricksen, weil es ist ein bisschen kalt hier. Da wir ja über Weihnachten jetzt zu hatten, haben wir auch die Halle nur normal beheizt, also jetzt nicht irgendwie komfortabel oder so, weil ja sowieso keiner hier oben ist. Und deswegen musste ich jetzt erst einmal hier was drüber machen, weil bei 10 Grad fing das doch irgendwie an, sehr schwierig zu werden, da vernünftige Werte rauszubekommen aus der ganzen Einheit. Dem Kaltwasserbad natürlich geht es sehr gut. Kaltwasserbad ist jetzt auch wieder so ein Problem, deswegen habe ich auch noch kein Video gemacht. Der Wasserhahn, das ABS von dem Wasserhahn hat sich aufgelöst in dem Schlauch, in diesem Aquariumschlauch, weil scheinbar die Weichmacher aus dem Aquariumschlauch in das ABS reingezogen sind. Man konnte das einfach so in der Hand zerbröseln. Das war natürlich ein bisschen doof. Aber gut, jetzt ist das erstmal die Provisoriumslösung, bis ich halt ein bisschen weiterkomme. Und dann wird es auch endlich dann das große Video darüber geben. Ich weiß, ich rede die ganze Zeit davon, aber ja gut, das ist halt ein bisschen... Manchmal klappt das nicht alles so, wie man das gerne hätte. Hier habe ich noch einen Lüfter dran gemacht. Er wird zwar nicht wirklich heiß, aber bei den großen Rollen hat er schon ganz schön Belastung jetzt mit dem Automatikmodus. Und deswegen wollte ich ihn jetzt nicht verkochen. Ja, ansonsten hat sich eigentlich recht wenig geändert. Das ist eigentlich alles so geblieben. Hier habe ich mir noch ein paar Adapter gedruckt, dass ich auch diese Rollen hier verwenden kann, weil davon habe ich ja auch noch ein paar rumliegen. Weil ansonsten ist das ja immer ein bisschen doof, wenn man dann und hat nicht alles da, was man braucht und hat dann nachher Rollen rumliegen, die man nicht mehr verwenden kann. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt noch eine schöne Anfangswoche, weil heute ist ja auch schon fast rum und habt noch einen schönen Urlaub, bis die Arbeit wieder losgeht.